Mir wurde durch die Nacht nicht nur ein Stück meiner Seele genommen, sondern auch ein Stück meines Zuhauses. Ich glaube, dass man seinen Frieden aber nicht in einem Gerichtssaal findet, sondern immer bei sich selbst. Ich bin die Shen, ich bin hauptberuflich Journalistin und ich habe nebenbei einen Podcast, der Gefährtinnen heißt und sich mit sexualisierter Gewalt auseinandersetzt. Ich habe in Marburg studiert und war eigentlich mitten in meinem Studentenleben. Für mich war das immer eine sehr unbeschwerte Zeit, in der ich viele neue Leute kennenlernen durfte. Ich habe damals eben auch eine Person kennengelernt und wir haben ab und zu eben einen Kaffee in der Uni getrunken. Mehr Interesse war da meinerseits einfach auch gar nicht. Eines Abends habe ich ihn dann eben in meine Wohnung gelassen, nachdem die Frage kam, ob wir dann noch zusammen irgendwie den Abend ausklingen lassen möchten. Zu diesem Tee bzw. zu diesem Wein ist es gar nicht gekommen. In diesem Moment ist meine Wohnung eben zu einem Ort der Vergewaltigung geworden. Ich konnte mich zwar irgendwann körperlich so wehren, dass ich mich ins Bad fliehen konnte, wo ich dann aber keine Kontrolle über das hatte, was da passiert ist. Ich stand da in diesem gefliesten Bad, splitterfasernackt und habe versucht, eben mit meinen Worten ihn aus dieser Wohnung zu schmeißen. Danach wusste ich, hier ist irgendwas schiefgelaufen. Ich wusste noch nicht, das Wort Vergewaltigung damit in Verbindung zu bringen. Aber ich hatte eigentlich das Glück, dass eine meiner engsten Freundinnen eine Etage über mir gewohnt hat damals. Und ich habe sie wachgeklingelt. Ich habe ihr eben gesagt, dass da was passiert ist, was ich so nicht wollte. Und ich möchte ihr keinen Vorwurf machen. Aber sie hatte das nicht als Straftat wahrgenommen und hat eben zu mir gesagt, hey, lass das noch morgen besprechen. Du bist ja total aufgelöst. Es ist besser, wenn du vielleicht schlafen gehst. Für mich war es dann eben das Zeichen, okay, Shen, du gehst jetzt duschen, du beziehst dein Bett neu und du machst einfach weiter. So. Und das war der Moment, wo ich dann eben alle meine Beweise vernichtet habe. Also mein Trauma hat mir viel an Erinnerung genommen. Und das nächste, woran ich mich erinnere, ist, ich bin dann mit einer Freundin in die gynäkologische Ambulanz in das Klinikum gefahren. Ich weiß noch, dass ich brutale Schmerzen bei der Untersuchung hatte. Und der Arzt dann noch zu mir meinte, dass ich mich doch ein bisschen entspannen soll, weil so verkrampft wird das nichts. So darf eine Untersuchung kurz nach einer Vergewaltigung nicht ablaufen. Denn wäre ich psychisch nicht so stark, wie ich es bin, glaube ich, hätte ich an dem Moment auch gesagt, das war's, ich gebe mich dem hin. Ich weiß gar nicht, wofür man noch aufstehen soll. Keiner versteht das, keiner kann das nachvollziehen, alle sind überfordert. Wieso sollte ich das schaffen? Warum sollte ich das irgendwann mal verstehen, was mit mir ist? Ja. In den nächsten 3 Tagen war ich eben nicht ich. Man spürt keine Freude, man spürt keinen Hunger, man spürt keine Trauer, man spürt keine Wut, man spürt nichts und man ist einfach leer. Und er hat nicht nur mein Zuhause mir genommen, meinen sicheren Ort, er hat mir nicht nur meinen eigenen Willen quasi genommen, sondern er hat mir eigentlich auch meinen Körper genommen, ja. Und sehr, sehr viel aus meiner Seele. Für mich war dann im ersten Moment wirklich die einzige Hilfe, die ich auch angenommen habe, die Hilfe meiner Freunde. Weil sie haben mich wahrgenommen, haben mich in den Arm genommen, haben gesagt, wenn ich gesagt habe, ich halte es nicht mehr aus, sind sie mit mir feiern gegangen. Sie hatten für alles eine Lösung, aber keine Lösung dafür, wie ich diesen Schmerz überwinden kann. Diese Hilfe habe ich eigentlich nur durch mich selbst gefunden, weil ich den Drang hatte und auch den Willen hatte, weiterzuleben. Jeder kann einen Wegbegleiter haben, jeder kann eine Gefährtin haben, die einem bei diesem Heilungsprozess hilft, aber die beste Gefährtin bist du für dich selbst. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, das, was ich alles schon erlebt und durchlebt und überlebt habe, mit anderen zu teilen und anderen einfach zu helfen. Für mich bedeutet Glück, dass ich Menschen begegnen durfte, die genauso spüren wie ich und
Mit meinem Podcast Gefährtinnen möchte ich erreichen, dass Menschen sich als Gefährtinnen ansehen und dass sie sich mit sich auseinandersetzen und heilen dürfen. Ich glaube, am meisten an meinem Körper liebe ich tatsächlich, dass er überlebt hat und vor allen Dingen sich nicht mehr darauf reduziert, dass mein Körper da mit Stolz eigentlich jeden Tag aufsteht und sagt, ja, das sind wir. Und keiner hat ein Recht, uns einfach zu berühren, ohne dass wir das wollen. Das ist, glaube ich, das, was ich am schönsten, attraktivsten und auch am bewundernswertesten in mir selbst finde, ja. Für mein Leben wünsche ich mir, dass Menschen sich vielleicht durch mich verstanden fühlen, dass die Auswirkungen dessen, was eine Vergewaltigung mit sich bringt, Menschen davon abschreckt, zu vergewaltigen.